Ich hatte vor 2 Tagen ein sehr, sehr interessantes Telefonat mit einem jungen Mann, der in Richtung Wirtschaftsinformatik studiert und das Ganze, glaube ich, aber abgebrochen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und er hat ein Video von mir gefunden, darum geht es jetzt. Er hat ein Video von mir gefunden, wie man als Texter oder mit dem Schreiben von Texten am Computer Geld verdienen kann und sich auch eine Selbstständigkeit aufbauen kann. Und ich habe, wie gesagt, das Video schon dazu gemacht. Das war schon recht ausführlich, aber ich habe ihm eine sehr lange E-Mail geschrieben und da dachte ich mir, das möchten doch vielleicht auch andere wissen. Wie kann man als Texter und Online-Redakteur erfolgreich sein? Das ist bis heute und auch in den nächsten Jahren noch mein Hauptstandbein. Und ich habe das Ganze, denke ich, noch mal ein bisschen weiter ausgearbeitet und möchte euch einfach mal diese Punkte mitteilen. Punkt Nummer 1 ist, wenn du schon immer gerne Texte geschrieben hast, so wie ich, und daran geglaubt hast, dass man damit Geld verdienen kann, dann erstelle dir ein kleines Profil. Du wirst garantiert, selbst wenn du noch ein junger Mensch bist, schon gewisse Fachgebiete haben, in denen du dich moderat oder sehr fortgeschritten, vielleicht sogar schon auf einem Expertenstatus auskennst. Damit meine ich beispielsweise Sport, Gesundheit, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung, Finanzen, Aktien, Wirtschaftsdenken und so weiter. Du wirst sicherlich irgendeine Art Spezialisierung haben, die du für dich aufschreiben solltest, ein kleines Profil, was du besonders gut kannst, wo du aber besonders gut Bescheid weißt und dann natürlich effizient in Texte umwandeln kannst. Der zweite Punkt ist, lege für dich zu diesem Profil schon mal einen Preis pro Wort fest. Also die meisten Texter werden nicht mit Pauschalpreisen bezahlt, kann man natürlich auch aushandeln, wenn der Aufwand abschätzbar ist, sondern die meisten Texter werden wirklich nach Preis pro Wort abgerechnet und da kannst du am Anfang, wenn du jetzt nicht gerade bei diesen Texterbörsen anfängst wie Textbroker oder sowas, kannst du schon mal rechnen, dass du zwischen 2 und 5 Cent nehmen kannst. Und das ist auch, wenn man schnell schreibt, eigentlich auch vollkommen ausreichend. Ich weiß, es gibt da riesige Preisdiskussionen, und auf die lasse ich mich schon lange nicht mehr ein, weil das Thema einfach zu umfangreich ist, um das in einem Video oder in einem Fachartikel dann mal darzulegen. Zählt jetzt auch hier nicht. Also ein Wortpreis zwischen 2, 3 und sag ich mal, bis zu 5 Cent kann man schon verlangen. Teilweise wird man auch bis zu 10 Cent pro Wort bezahlt. Aber da musst du schon richtig, richtig Experte auf einem Gebiet sein. Und Ziel sollte es sein, wenn du jetzt keine extrem hohen Lebenskosten hast und Ausgaben und vielleicht jetzt nicht den riesigen, geilsten Lebensstandard erstmal haben willst am Anfang, dann sollte das Ziel sein, dann einen Stundenlohn von um die 30, 40 Euro zu erzielen. Und das lohnt sich vielleicht nicht, wenn du jetzt hier in Berlin Mitte irgendwo wohnst und riesige Ausgaben hast. Es lohnt sich aber beispielsweise auch, wenn du jetzt hier auf dem Land wohnst und nicht mehr so hohe Ausgaben hast. Aber wie gesagt, das ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Auf die Preisdiskussion lasse ich mich schon lange nicht mehr ein. Lege einfach einen Wortpreis für dich fest. Das ist Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3 kommt gleich hinterher. Es gibt im Internet verschiedenste Seiten, Foren, Facebook-Gruppen, bei denen du dann auch an deine ersten Auftraggeber rankommen kannst. Da brauchst du jetzt nämlich dieses Profil, von dem ich eben erzählt habe, plus deinen eigenen Wortpreis, weil kommuniziere ihn einfach von Anfang an selbst, bevor du mit irgendwem rumdiskutieren musst. Dann melden sich nämlich auch bei dir nur Menschen, die auch bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Lohndumping sollte man nicht mit unterstützen, auch in diesem Sektor nicht. Und gib einfach mal, wenn du bei Facebook bist, gib einfach mal ein Texter, Texte schreiben, texten und du wirst Gruppen finden, ja, wo du dann Auftraggeber heranziehen kannst, also du stellst dort dein Profil ein. Es gibt Internetforen wie das Abacus-Forum oder ehemals IOM, heute heißt es SEO-Portal, glaube ich. Es gibt die Texterjobbörse.de, also es gibt verschiedenste Portale, wo du dich bewerben kannst, wenn du mal versuchen möchtest, mit Texte schreiben Geld zu verdienen und schauen, ob jemand Interesse daran hat, dich auszuprobieren. Bin ich beim nächsten Punkt gleich, Punkt 4. Biete immer einen bezahlten Probetext an. Auch wenn du jetzt noch ganz am Anfang stehst, du solltest einfach bitte dich immer bezahlen lassen. Und selbst wenn es nur 200, 300 Wörter sind, lass dich immer bezahlen, weil du hast einen Wert geliefert und ich sage mal, wenn der andere das dann verneint, im schlimmsten Fall, aber deswegen soll man es ja vorher halt aushandeln, kannst du ja gucken, ob du den Text anderweitig noch irgendwo verkaufen kannst. Du hast ihn ja schließlich schon produziert. Punkt Nummer 5. Wenngleich du die Texte natürlich in erster Linie für Menschen schreibst und dass sie auch lesenswert sind, informativ und unterhaltsam, denk daran, dass die meisten deiner Auftraggeber ihre Besucher über die Suchmaschinen, allen voran Google, bekommen werden. Und da gibt es einfach einige Dutzend Informationen, Hinweise, Sachen, die man beachten sollte, wenn man Texte erstellt. Es würde jetzt den Rahmen sprengen. Such einfach mal nach dem Begriff Suchmaschinenoptimierung oder kurz SEO, S-E-O. Du solltest schon ein gewisses Basiswissen haben in absehbarer Zeit, wie man Texte gut gestaltet für Menschen und halt auch Suchmaschinen optimiert.
Es gibt, wie gesagt, viele Faktoren, da liest man sich rein, da lernt man sich rein, deswegen kannst du vielleicht auch am Anfang noch nicht so viel für deine Texte verlangen, weil jemand anders die dann noch SEO optimieren muss im Nachgang. Aber wenn du das alles mit einfließen lässt, ist das super, das erhöht den Mehrwert, den du bietest, und natürlich kannst du auch deinen Preis dann höher ansetzen. Und Suchmaschinenoptimierung ist einfach wichtig, es sei denn, dein Auftraggeber sucht jetzt irgendwelche Sachen für Social Media, wo dann wieder andere Gesetze gelten, wo man einfach anders wieder an die Texte rangehen muss. Aber in erster Linie wirst du ja für Internetseiten schreiben und die Internetseiten wollen in erster Linie über Suchmaschinen gefunden werden. Der 6. Punkt ist, du kannst mehr Geld verlangen, wenn du die Texte auch für deine Kunden gleich veröffentlichst. Das heißt, du beschäftigst dich mit den Content Management Systemen, CMS abgekürzt, und das beliebteste ist einfach WordPress. Es gibt aber auch noch Joomla und andere CMS, teilweise auch selbstgebaute, wo man sich dann reinarbeiten kann. Der Vorteil ist, du nimmst deinem Kunden die Veröffentlichung ab. Also es gibt viele, die dann einfach wirklich sagen, gut, wir machen das jetzt mal Probe, die ersten paar Texte von dir lese ich noch aufmerksam gegen, bis ich sage, das passt alles. Wir wissen, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen, wie der Aufbau aussehen soll und wo du deine Sachen vielleicht her recherchierst, wenn du das frei aus dem Kopf schreiben kannst. Und dann ist gut. Ab diesem Zeitpunkt bist du dann frei, du hast den Zugang zu diesem CMS des Kunden, musst das natürlich alles ganz vertraulich behandeln, logisch, und kannst halt das gleich mit veröffentlichen, weil der Kunde dir vertraut in der Hinsicht und du kannst dafür ein bisschen mehr abrechnen. Der 7. Punkt, die Frage, die natürlich immer kommt, muss ich dafür ein Gewerbe anmelden? Ja, natürlich musst du es auf jeden Fall dem Finanzamt melden. Hier ist nun die Frage, wie du das ausgestaltest. Ich beispielsweise bin als freiberuflicher Texter und Online-Redakteur angemeldet. Das heißt, das reine Schreiben zählt ja zu den künstlerischen Tätigkeiten. Dementsprechend fällt man in Anführungszeichen in sogenannte Katalogberufe, kann sich als Freiberufler anmelden. In dem Moment hast du nur Kontakt zum Finanzamt. Wenn du jetzt allerdings noch irgendwie andere Leistungen drumherum anbietest, dann braucht es ein Gewerbe. So mache ich das beispielsweise mit meinen eigenen Webseiten. Das kann ich nicht als Freiberufler abrechnen. Und mit Gewerbe musst du natürlich auch über das Gewerbeamt dann kommunizieren. Wenn du es aber rein als Freiberufler deklarierst, brauchst du kein Gewerbe. Mein aktueller Wissensstand zumindest, ich gebe keine Garantie. Und dementsprechend kannst du dir schon mal die Kosten für die Gewerbeanmeldung sparen. Und soweit ich auch Bescheid weiß, kannst du auch erstmal jetzt gucken, ob du Auftraggeber findest und ob du Geld verdienen kannst damit. Und du kannst alles 3 Monate rückwirkend noch zu deiner Anmeldung dann angeben. Also alle Ausgaben und alle Einnahmen. Mein aktueller Wissensstand, wenn nicht, sichere dich bitte vorher nochmal bei einem Steuerberater ab. Bei mir ist die ganze Anmeldung schon ein paar Jahre her. Und Punkt Nummer 8, wo wir gerade beim Rechnungsstellen waren. Natürlich kannst du Rechnungen auch einfach in Word erstellen. Wirkt aber nicht sehr professionell. Und diese Rechnungen sind natürlich sehr leicht veränderbar. Wichtig ist, dass du dir vielleicht ein gutes Rechnungsprogramm besorgst für um die 50 Euro. Meines Wissens bekommt man da schon ganz gute Sachen. Und so viel hat auch mein Programm damals gekostet. Und dann wird das natürlich in PDF dann ausgestellt von dem Rechnungsprogramm. Und du hast vor allem auch eine Übersicht in dem Rechnungsprogramm. Solltest du dir auf jeden Fall am Anfang zulegen. Und PDFs, klar, ich weiß, PDFs sind auch veränderbar, aber für den Laien meistens überhaupt nicht. Da muss man dann schon ein bisschen tiefer in der Materie stecken, dass man PDFs verändern kann. Und PDFs werden auch dann vom Finanzamt akzeptiert, beziehungsweise für die druckst du die auch aus. Und PDFs sehen auch meistens einfach optisch schöner aus, mit dem Rechnungsprogramm erstellt, als irgendeine Word-Datei. Und so würde ich es machen. Das sind jetzt mal meine 8 Tipps. Das Grundlegende vor allen Dingen ist, erstelle dir ein Profil mit deinen persönlichen Interessen, Stärken, worüber weißt du am besten Bescheid. Mach dich mal schlau, was man in dem Bereich so für Wortpreise verlangen kann. Sieht man dann halt auch, wenn man jetzt sich in diesen Facebook-Gruppen und Internetforen und die Texterjobbörse.de und sowas rumtreibt und mal einfach recherchiert, sieht man auch, was man dafür verlangen kann. Probier es aus, bewirb dich dort, lege einen bezahlten Probetext mit jedem fest, der wirklich Interesse hat, dich einmal zu buchen. Und daraus entwickelt sich ja dann meistens mehr, wenn deine Arbeit entsprechend gut war. Und den Rest, wie gesagt, Finanzamt, kannst es als Freiberufler anmelden. Und später gerne auch als Gewerbe oder direkt als Gewerbe. Vielleicht da einfach auch nochmal vom Steuerberater ein bisschen den klugen Ratschlag einholen. Und wie gesagt, ein Rechnungsprogramm am Anfang würde ich noch mitmachen. Ansonsten Suchmaschinenoptimierung ist noch ein Thema und die am meisten verwendeten Content-Management-Systeme, kurz CMS. WordPress steht ganz, ganz oben, benutzen eigentlich fast alle mittlerweile. Oder du kommst halt da und sagst, okay, ich veröffentliche bei dir und der Kunde sagt, ich habe ein eigens entwickeltes CMS. Das lässt sich meistens auch ziemlich schnell erlernen. Natürlich in dem Zusammenhang auch mal ein bisschen schlau machen über lizenzfreie Bilder. Auf welchen Plattformen kann man die tatsächlich kostenfrei nutzen und dann auch dort bei deinem Kunden hochladen, dass der keinen Ärger kriegt. Ein 9. und sehr, sehr wichtiger Punkt, der mir gerade eingefallen ist und nicht auf meinem Zettel steht, den ich dir unbedingt noch mitgeben möchte, ist, du musst über so eine sogenannte Urheberrechtsversicherung oder Betriebshaftpflicht nachdenken.
Stell dir vor, selbst im deutschen Internet entstehen alleine jeden Tag mehrere Tausende oder vielleicht sogar Zehntausende Seiten und es sind so viele Inhalte da draußen im www. Es kann sein, selbst wenn du alles immer frei aus dem Kopf schreibst, dass irgendjemand dann mal kommt und sagt, Mensch, du hast die Textpassage von mir geklaut und da klagt vielleicht jemand oder so und das ist eine ärgerliche Sache, weil die hält dich vom Arbeiten ab. Aber es kann passieren, weil wir einfach alle jeden Tag Content, also Inhalte ins Internet produzieren, einstellen und vielleicht kommt da mal jemand. Oder wenn du halt für deine Kunden von eigentlich lizenzfreien Plattformen dann Bilder verwendest und die hochlädst, also wenn du mit der Veröffentlichung beteiligt bist oder die gänzlich übernehmen sollst, dann kann es auch passieren, dass diese vielleicht am Ende gar nicht lizenzfrei waren und irgendjemand die hochgeladen hat, fälschlicherweise, obwohl er es nicht durfte. Also überlege, wenn du damit schon anfängst, Geld zu verdienen, das funktioniert und das läuft für dich und du hast entschieden, du möchtest das jetzt wirklich in absehbarer Zeit einen Hauptberuf damit anstreben, dann versuche einfach mal das im Hinterkopf zu behalten, diese Versicherung gegen Urheberrechtsverletzungen. Das kann nämlich ansonsten sehr, sehr teuer werden. Und lass dich da einfach mal beraten, wenn du dann soweit bist. Ich hoffe, das Video konnte dir helfen. Ich danke auch nochmal an den Resan, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Resan, der sich bei mir telefonisch gemeldet hat und dementsprechend auch mich zu diesem Video inspiriert hat. Und wenn du Fragen hast, schreib sie einfach in die Kommentare oder als persönliche Nachricht. Ich helfe dir dann gern weiter. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.